zu Hause und habe dann gemerkt, ich muss mal irgendwas anderes nebenbei machen. Deswegen habe ich eine Bibelschule gemacht. I didn't know anything, so I just picked a Bible school in the city and went there. Ich hatte keine Ahnung, welche ich nehmen soll, deswegen habe ich einfach einen aus der Stadt genommen. So I sat down on my first day of class. Dann habe ich mich am ersten Tag meiner Klasse einfach hingesetzt. I'm excited, I'm ready to learn, you know. I've just done DTS, praise Jesus, teach me all about the Bible. Und ich habe mich so hingesetzt, ja, ich habe meine DTS gemacht, ich mag Jesus, unterrichtet mir die Bibel. And the teacher stands up front. Und der Lehrer hat sich dann vorne so This is Old hingestellt. Testament overview. Altes Testament-Überblick. Well, welcome to class, everybody. Herzlich willkommen zur Schule, alle zusammen. We're going to be studying Genesis today. Heute unterrichten wir 1. Mose. Now, as we all know, Wie ihr alle wisst. obviously Moses did not write this book. Wie ihr alle wisst, Mose hat das Buch gar nicht geschrieben. There's these different authors that happened over the centuries. Es gibt da so andere We talked about the Autoren J source and the P source. über die Geschichte. Es gibt da eine P-Quelle, eine T-Quelle. And I'm sitting in class like, is anybody else hearing what he's saying? Like, Und ich sitze da so I'm so confused because I've only ever heard like Moses wrote the book. Let's all read it and understand and apply it to our lives. und ich That's all I know. saß da so in der Klasse und dachte, Then he starts talking hört ihr about eigentlich, was der sagt? the Ich dachte creation immer, Mose hat das stories, geschrieben. how there's two different creation stories, and my young Christian mind can't handle this. Und dann hat er gesagt, okay, es gibt verschiedene Schöpfungsberichte. Mein junges christliches Wesen konnte es einfach damit nicht umgehen. Because I had been to a ton of Bible studies. I was on the leadership team in the youth group. I led small groups, but I had never been taught how to study my Bible for myself. Denn ich war Even in DTS. in meiner kleinen Gruppe gewesen, ich war eine Leiterin von meiner kleinen Gruppe gewesen, aber in der ganzen Zeit hat mir niemand gezeigt, wie studiere ich eigentlich meine eigene Bibel. And the rest of all my classes were like that. Und Oh, die ganzen anderen Klassen in der Universität, die waren nach dem gleichen Schema. So at the end of that year, I really started doubting my faith. Und am Ende des Jahres bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich meinen Glauben angezweifelt habe. Because what I heard was, if the Bible is not true, Denn was ich gehört habe, wenn die Bibel nicht wahr ist, then the Bible is the only way we know about Jesus. wenn die Bibel der einzige Weg ist, wie wir über Jesus wissen, So then if he isn't real, wenn er nicht wahr, he echt ist, didn't rise from the dead, wenn er nicht auferstanden ist, then I'm wasting my life on this Christianity thing. I might as well go do something else. dann habe ich gedacht, ja, dann verschwende ich doch mein Leben hier, dann muss ich doch was anderes machen. Because I'm very rational and like to think, and I couldn't think through what they taught. Denn I didn't have any way to think about it. ich bin sehr rational, ich denke gerne Sachen durch, die mir sagen. Weil diese Sachen, von denen konnte ich nicht durchdenken, da hatte ich keine Ansatzpunkte für. So I did what any good Christian would do. Und dann habe ich das gemacht, was jeder gute Christ tun würde. I went back to YWAM. Ja, ich bin zurück nach Weimar gegangen. Because I loved YWAM. It was easy in YWAM. There was worship. We all felt good. Hallelujah. Denn ich mag Weimar, das ist einfach, da haben wir uns alle gut gefühlt, da hatten wir diesen Lobpreis, preis den Herrn. And when I went to Australia and I did a biblical counseling school. Und dann bin ich in Australien und habe dann so eine biblische Seelsorgeschule gemacht. I just took all those doubts, shoved them deep down and said, let's just forget about that. Ich habe so ein tiefes Loch gegraben, habe die ganzen Zweifel genommen, die da reingepackt und gesagt, ich Maybe I vergesse could be a das. Christian counselor. I like to listen to people. Maybe I could be a Christian counselor. Und dann dachte ich mir, I like to listen to vielleicht people. bin ich einfach erstmal ein Seelsorger. Ich mag es nämlich, Leuten zuzuhören. Now, I'm sure that other counseling courses are much better than mine. Und ich bin mir sicher, dass andere Seelsorgeschule waren besser als I had a meine. really difficult experience. Also ich hatte eine sehr schwere Zeit. Because every teacher we had would teach from the Bible and teach weird things. Denn jeder Lehrer, der hat sich die Bibel genommen und hat da echt krasse Sachen draußen unterrichtet. We had one guy who said, like, you know, we had all this generational sin stuff. Und dann ein Lehrer hat gesagt, ja, es gibt doch diese generationsübergreifenden Sünden. So I'm calling my parents and being like, just wondering, like, do we have any witches in our background 3 generations ago? You know, it was a little crazy. Und dann habe ich natürlich das umgesetzt, habe meine Eltern angerufen. Dann wisst ihr, hatten wir eigentlich mal vor 3, 4 Generationen irgendwelche Hexen in unserer Familie? I'm sure the counseling schools are much better now, but this particular one just had weird teachers altogether. Ich glaube, die Seelsorgeschulen sind heutzutage echt besser, aber meine hatte echt interessante Lehrer gehabt. And then, you know, we had one guy who said, you drink this water and it tastes bad, you have a demon, and we had like 2 weeks of casting of demons out of people. And Okay, wir hatten einen Lehrer, der hat zum Beispiel gesagt, ja, wenn du dieses Wasser trinkst und das schlecht schmeckt, dann hast du einen Dämon in dir. Dann hatten wir 2 Wochen, wo wir einfach nur Dämonen ausgetrieben haben. but again, they're all using scripture. Aber die haben natürlich alle die Bibel benutzt. So I went Als from Grundlage. this Bible school that was weird, I went to this YWAM school, it was weird, and I didn't know what to do because we're supposed to believe the Bible, but why
Schule, die sehr herausfordernd war für mich. Bin dann weitergegangen, hatte. We're gonna have an air shot today. That's okay. Also ich war auf der Bibelschule, die war sehr herausfordernd für mich. Bin dann nach Weibern gegangen, war dann bei dieser Seelsorgeschule, die war noch crazier. So we had one speaker Und wir hatten that einen time, Redner an dieser Zeit. and he said, "We run this Bible core course in Malaysia. Maybe you should come do Und this." der hat gesagt, hey, wir haben in Malaysia, wir haben diesen Bibelcampus. Möchtest du uns reden? I was like, "Well, Ich dachte so, I don't ja, know. weiß nicht. I think I'm almost done this Christianity thing." Ich war an dem Punkt, wo ich wirklich sagen konnte, ich bin fast zu Ende mit. But I still love God, and I didn't wanna leave it. You know, like I love God. Aber in meinem Herzen habe ich Gott geliebt und ich wollte es nicht alles zurücklassen. So I went to I called my airline and I said, "Can I stop in Malaysia for 3 months and just for free?" Because I had flown through there on the way to Australia. Und dann habe ich meine Fluggesellschaft angerufen und habe gesehen, ich fliege ja daher, kann ich in Malaysia nicht einfach 3 Monate Auszeit nehmen und dann später weiterfliegen? And they said, "Yeah, sure, you have a free stopover, no problem." Und die haben gesagt, ja, das ist kein Problem, du kannst die Zeit But annehmen. this was in the year 2000, so you couldn't just check online really quick if schools run. So I got out the old Go manual, you know, and looked for BCC in Malaysia. Und das war im Jahr 2000, da konntest du nicht einfach online checken, funktioniert die Schule jetzt, sondern die hatten so ein Buch, da steht drin, Malaysia, der Korpus, ja, funktioniert, läuft. And it was starting like a week after my school. Und das hat angefangen, eine Woche nachdem meine Seelsorgeschule zu Ende war. So that's the week I took to like drive from the north to the south in New Zealand by myself. And then I went to Malaysia. Und diese Woche, die habe ich eben genutzt, um vom Norden bis zum Süden durch Neuseeland zu fahren und dann bin ich nach Malaysia geflogen. And finally, Und dann somebody taught me how to study the Bible. hat mir jemand gezeigt, wie man die Bibel studiert. Observation, Endlich. interpretation, application. Beobachtung, Interpretation, Auslegung. Sorry. I did this video, Yeah, I was like, wow, those are words you should know. And I really I felt like, okay, I can use my brain and still study the Bible and think through different teachings and still love Jesus. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich kann mein Gehirn benutzen. Ich darf Sachen durchdenken, ich darf die Bibel studieren und trotzdem noch an Jesus glauben. So I went home. Wo ich das durchdenke, dann bin ich nach Hause. And I started teaching everybody, like how to color code in my church, and horizontals and paragraph titles, everything. Dann habe ich das jedem weitergegeben. Ja, wie malt ihr eure Bibel an? Wie macht ihr so Paragraphen? Wie macht ihr Überblicks über die verschiedenen Bücher? Yeah, and that's actually where my husband Ben started learning how to study the Bible inductively in my little classes. Und das so in meinen kleinen Unterrichtseinheiten. Da hat mein Ehemann Ben gelernt, wie man die Bibel studiert. And then he left to do his DTS in India. Und dann ist er losgegangen, hat seine Jüngerschaftsschule in Indien gemacht. And then he came home, Und dann ist er nach Hause gekommen. and we weren't together yet, like we weren't dating or anything. Und wir waren jetzt noch nicht zusammen, wir waren noch nicht ernsthaft But zusammen. like I like to say, I asked him if he wanted to go debrief his YWAM experience, and we were engaged 6 months later. Und dann habe ich ihn gefragt, möchtest du über deine Weibern-Erfahrung einfach mal reden? Und 6 Monate später waren wir dann verlobt. He picked me up on his motorcycle, and then that was it. I was hooked, so. Und er hat mich mit dem Motorrad abgeholt und dann war ich hin und weg und dann war es das. I'll show you, it's kind of behind here, I don't know if it's gonna stay. Ich habe mal ein Bild, ich weiß nicht, ob das jetzt... That's okay. Doesn't stay. I'll just show you a picture of my family, because you guys don't get to meet him. Maybe we'll cover up that one, does that work? Okay, ich habe noch ein Bild von meiner Familie. Yeah, so anyways, that's me and Ben. Und von meiner Hochzeit, das ist nie und... That's my best friend Liza from, you know. Mein Ehemann. Okay, so, and then this is, right after that, 3 months later, we left and he went to do his PCC in Malaysia. And I was just on staff. Und 3 Monate nach der Hochzeit sind wir dann losgegangen und hat er seinen Bibelkorpus in Malaysia gemacht. So this is us in Malaysia, or him. Und das ist er und also sie in Malaysia. And then we also went to South Africa and we taught this is in South Africa, we taught in a DTS there. Dann hier sind wir nach Südafrika gegangen und haben in einer DTS unterrichtet. And when we were there, we just saw all this need for discipleship. Und als wir da waren, haben wir wirklich diesen Bedarf gesehen für Jüngerschaft. And during his BCC, we heard about Titus Project. Und während seinem Bibelchorkurs haben wir über das Titus-Projekt gehört. And what we heard was, because we were thinking, how come this is only in YWAM, inductive Bible study? Like, let's get this to churches. People are dying out there with bad teaching, you know?
Denn wir hätten das Problem gesehen und haben gesehen, wirklich, diese induktive Bibelstudiemethode ist jetzt nur ein Junge mit einer Mission. Und die Leute, die sehen sich danach, die hungern danach. Also lass uns das rausbringen. And then we heard about all these needs for teachers in Africa, so we thought, okay, let's start Titus Project in South Africa. Dann haben wir über die ganzen Bedürfnisse nach Lehrern in Afrika gehört und haben wir uns gedacht, lass uns das Titus-Projekt in Südafrika anfangen. So we went home. Dann sind wir nach Hause. Finished our degrees. Haben unseren Abschluss beendet. I worked for a while for an airline. He was working as an accountant. Der hat im Büro gearbeitet als Buchhalter, glaube ich, und ich war in einer Fluggesellschaft. We were all ready. We thought, okay. Wir waren jetzt fertig und dachten uns, yes. Let's apply for Titus Project staff. Wir machen jetzt mit als Mitarbeiter beim Titus-Projekt. And we found out the girl who started Titus Project was in Taiwan, so let's go work with her for 2 years, and then let's bring it to South Africa. Und unsere Idee war, die Frau, die das gestartet hat, die war gerade in Taiwan und wir wollten da hingehen zu ihr und dann 2 Jahre mitarbeiten und es dann nach Südafrika bringen. So we go on now there's internet, so www.titusproject.com. Und wir hatten jetzt Internet, deswegen haben wir eingegeben www.titusprojekt.com. And right on the page it says, in little tiny print, must do 9-month SBS. Und dann stand da wirklich, ganz klein geschrieben, um das Titus-Projekt zu machen, müsst ihr eine 9-monatige SBS And we were machen. like, Wir dachten uns, but we understand the inductive method. aber wir kennen doch die induktive Studiemethode. Teach it in churches, we've done it before. Wir haben sogar in Kirchen unterrichtet. But I suppose if we're going to be Bible teachers the rest of our life, we probably should study the whole Bible. Aber wahrscheinlich, wenn wir ein Bibellehrer sein würden, dann müssen wir unseren Rest des Lebens die Bibel selber studieren. So we went to Kona. Deswegen sind wir dann SBS. nach Kona gegangen zur SBS. Then we planned to move to Taiwan for 2 years. Und dann hatten wir noch den Plan, nach Taiwan zu And then we were gehen. going to go to 2 Jahre. South Africa and pioneer Titus Project. Danach wollten wir nach Südafrika, um das Titus-Projekt zu starten. And after our SBS, Nach unserer SBS. actually right in the middle, In der Mitte der SBS. somebody else Ein anderer. pioneered Titus Project in South Africa. Ein anderer hat Titus-Projekt in Südafrika gestartet. Well, praise Jesus, but now what are we supposed to do? Und wir haben, ja, gesagt, Jesus, jetzt müssen wir es nicht mehr machen. Well, we felt like, okay, let's still go to Taiwan for these 2 years and God will show us. Maybe we'll stop. Okay, we're not going to be able to stop every time. Okay, und dann haben wir uns gedacht, okay, dann gehen wir jetzt nach Taiwan und wir machen da einfach diese 2 Jahreszeit. So that's what we did. Und das haben wir gemacht. But before we left for Taiwan, I got pregnant. Aber bevor wir nach Taiwan gegangen sind, wurde ich This is us in Taiwan. Und das ist uns, da sind wir in Taiwan. And then we took a ton of outreaches in Taiwan with Titus Da Project. haben wir eine ganze Menge von Einsätzen gemacht in Taiwan. It was awesome. We went to Das all war these super. different Wir countries. sind zu den ganzen verschiedenen Ländern gegangen. Had a great time. Cassie was born there. Wir hatten eine super Zeit. Kathy ist da geboren worden. And as we were there praying, we felt like, you know what? We have the heart to pioneer. We should go somewhere where there is no Titus Project. Und als wir da waren, haben wir gebetet und haben uns gemerkt, wir hätten das Herz, irgendwas zu starten. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir gehen jetzt dahin, wo es noch kein Titus-Projekt gibt. And that's how we ended up in Ukraine. Und so sind wir dann zur Ukraine gegangen. Because Europe didn't have a Titus Project anywhere. In ganz Europa gab es noch kein And a Titus-Projekt. Titus Project is just 3 months where after SBS you learn how to teach and then you go teach in churches. Denn In places where they really das want Bible Titus-Projekt ist teaching. eigentlich nur das. Nach der SBS gehst du dahin und lernst für 3 Monate, wie man unterrichtet und machst das dann später. And we saw all these SBSs in Germany and England and Sweden, but there was no follow-up program to teach people how to Und wir teach. haben die ganzen SBS gesehen, hier in Deutschland, in Schweden, in England, aber es gab kein Programm, das sich daran angeschlossen hat. And so it's great to study the whole Bible, but that's just for yourself. Like, how are you going to give it away? That, to me, is a really important part of SBS. Und das ist super, die ganze Bibel zu studieren, aber das ist ja eigentlich nur für dich in den 9 Monaten. Wie gibst du das Ganze jetzt weiter? Und das ist der Kern der SBS. So we prayed about different locations to go to, and we felt like God wanted us to be in Ukraine. Und deswegen haben wir verschiedene Punkte gebetet und hatten das Gefühl, Gott möchte uns in der Ukraine haben. But we still led at Titus Projects, actually in all the different bases all over Europe. Aber wir haben eigentlich dieses Projekt in verschiedenen Basen überall in Europa schon geleitet. Yeah, so every place, I think, besides Switzerland has had Titus Project. Also jeder Platz neben der Schweiz hatte schon ein Titus-Projekt, wo auch SPS ist. Yeah, and then this is my family. Genau, das ist jetzt meine Now. Familie. So Cassie was born in Taiwan, and then 2 years later, Jay was born in Canada. Also Is that the Kathy one ist you're in seeing? Taiwan geboren und 2 Jahre später ist er in Kanada geboren worden. And then 2 years later, Kai was born in Ukraine. Und 2 Jahre später ist Kai in der Ukraine geboren.
And so now we also have a dog. Jetzt haben wir sogar einen Hund. This is Midnight. Wow, der heißt Mitternacht. This is the YWAM base in Kiev. Yeah. Und das ist das Zentrum in Kiew. And we actually just started house sitting a golden retriever for a year. So now we have 2 dogs. Und wir haben gerade angefangen, dass wir uns um einen goldenen Retriever kümmern. Jetzt haben wir 2 Hunde. So I take that whole hour to tell you about myself because I think it's important that you know the heart of why the teacher comes. Und ich habe jetzt die ganze Stunde genommen, weil ich denke, es ist wichtig, dass ihr versteht, warum kommt der Lehrer hier hin, um zu unterrichten. And I'm on the leadership team at our base, and I run the Biblical Studies department, and I teach a lot. Und ich bin im Leiterschaftsteam meines Zentrums. Ich leite das Bibeldepartment und ich reise viel zum Unterrichten. And I left my husband and my youngest son to be here for a whole week. Und ich habe meinen Ehemann und meinen jüngsten Sohn dagelassen, um hier zu unterrichten für eine ganze Woche. And it's because I believe that people who are Christians need to know how to understand the Bible for themselves. Und meine Motivation ist einfach, dass ich glaube, dass Christen die Bibel studieren müssen und dadurch selber verstehen müssen. So it's awesome that you're taking 3 months to study the Bible. Und es ist total super, dass ihr 3 Monate nimmt, um die Bibel zu studieren. And if you feel like as you're going through these books you just have questions and you don't have time to look at them, Und wenn ihr durch diese Bücher geht und Fragen habt und denkt, okay, ich habe jetzt gar keine Zeit, da näher reinzugehen, I will shamelessly promote the SBS. And say, dude, SBS! ja, keine Scham, die SBS zu Werbung zu machen und sage euch, macht die SBS. Amen. That's my only time I'll tell you to do an SBS. Das ist Maybe. wahrscheinlich ist es das einzige Mal, dass ich sage, ich mache erst. Der Junge ist doch nicht so. I'm sure he did. Okay, so we're going to start this week, after now that we all know each other, with a review from last week. Und jetzt fangen wir diese Woche an, nachdem wir uns kennengelernt haben, mit einem Überblick über die letzte Woche. I asked Wilrens to send me his notes. Deswegen habe ich Willands gefragt, dass er mir seine Notizen sendet. Wilrens, he was my advisor for my master's thesis, so we spent a lot of time over Skype together. Und Willands war mein Anleiter, mein Lehrer für meine Masterarbeit, deswegen haben wir viel geskypt. And when he sent me his notes, it was like 1 page with some handwritten notes and highlights. He's like, I'm more prepared than this, but this is all I have written down. So, yeah. Okay, und als er mir dann so eine Aufzeichnung gegeben hat, for last week, the notes, the note for last week. For last week, yeah. Als er mir die Notizen für letzte Woche gegeben hat, hat er mir nur so ein DIN A4-Set gegeben. Hat gesagt, ja, eigentlich war ich mehr vorbereitet, aber das habe ich jetzt noch nicht So we're going to do a game show. Und deswegen machen wir jetzt ein Bildspiel. Okay, I'm going to put up some questions. Ich habe ein paar Fragen. We're going to get into 2 teams. Wir sind teilen uns in 2 Teams. And for the last little bit before coffee, we're going to review. Und den letzten Teil vor der Kaffeepause, dann nehmen wir uns Zeit, um das zu wiederholen. And then after coffee break, we're going to be going through the historical background for everything after the exile. Und nach der Kaffeepause, da gehen wir den historischen Hintergrund an, alles was nach Jesaja kommt. Alles was nach Jesaja kommt. Okay, so I think if we're going to divide up into teams, for our guests and who are just here this week, you might just sit with a team and you might not know the answers, but maybe you will. Okay, wir teilen uns jetzt in Teams ein. Für die Gäste, die da sind, ihr müsst jetzt nicht die Antworten kennen, setzt euch einfach dazu. Yeah, so what we'll do is, we'll just go like 1, 2, 1, 2 and divide up that way. Is that okay? Ja, und wir teilen es einfach ein, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. You already have 2 teams? Yeah, German and English team. I don't know. We function in Russian and in English at our base, and I try not to divide up teams always by language, or else it becomes. In unserer Base haben wir Russisch und Englisch und ich will sie nicht eigentlich immer in danach einteilen. But I'm the guest. You guys can tell me. Do you want to do languages, or should we divide it differently? Und wenn ihr das gerne machen wollt, machen wir das. Differently. Yeah, what if we Okay. just do the language, just do in the middle, like Oh during. yeah, that works. Okay, also wir haben hier die Grenze. Sure. Okay. But why don't let's get out of our chairs a little bit. Aber komm, wir stehen ein bisschen auf. We can have one team over here, Ein Team wird sich vorne auf die Couchecke setzen. and then maybe this half can go that way, and then Vielleicht die linke Seite von the euch other geht auf half die you guys Couchecke. can just kind of make a circle here, because you're gonna have to talk about your answers. Also die andere Gruppe kann hier einen kleinen Kreis machen, weil ihr eure Antworten reden müsst. Okay? And I may have a bag full of chocolate for the winning team. Vielleicht habe ich eine Tasche voll Schokolade für das Gewinnerteam. So there'll be some motivation here. Also eine kleine Motivation. I will get you some bread if you want. Now I need. No, we need to stand. Easy? Ezekiel has disappeared. He's not there. Ezekiel!
Hier, weiter fahren. Is it German? Ezekiel. Ja. Maria. Josef und seine Brüder. Hast du Jonas schon mal gesehen? Ja. Michael ist der was? Und nicht Maria. Sondern Michael. Ah, da. Ja, Malachi is the last. No, Michael. Yeah, in the Bible it's the last one. In the Bible it's But not correctly. time. That's time. All right, you guys ready? Seid ihr bereit? Okay, here's how it's gonna work. Und so wird es jetzt funktionieren. Each one of these numbers has a question attached to it. Jede dieser Zahlen hat eine Frage dahinter. Obviously, the ones that are worth 5 points are going to be easier than the ones that are worth 15. Und natürlich sind diejenigen mit 5 Punkten leichter als die mit den 5 Punkten. Now, I base these questions based on what I think I would teach if I was teaching last week. Und ich habe die Fragen darauf basiert, was ich unterrichten würde, wenn ich die letzte Woche unterrichtet hätte. So if you don't know the answer, it's okay. You can just say, Yo never taught us that. It's all good. Wenn ich die Antwort nicht kenne, dann Or kann not ich Yo, sagen, ist Lorenz. okay, Lorenz hat uns das nie unterrichtet. Okay? Okay? Sounds good? Ja. Ist das gut? Okay. So we'll start with this team because they have the less comfy chairs. Und wir fangen mit diesem Team an, weil die Stühle von denen nicht so bequem sind. What would you guys like? Oh, and you also need to choose somebody who's going to speak for your team, so it's not like a bunch of actors speaking. Was mögt ihr? Ihr müsst doch jemanden auswählen, der für euer Team redet. Also, please make sure you discuss as a team, even if you think you know the answer, don't just shout it out. Und es ist auch gut, wenn ihr im Team so ein bisschen euch aussprecht, damit ihr nicht einfach jemand so die Antwort reinwirft. And one more thing, Und eins noch, remember that this is for fun. das ist zum Spaß, kein And Wettkampf. I get the final say whether you got the answer right or wrong, so you can't argue with me. Und ich darf entscheiden, ob das jetzt zum Schluss ja oder richtig oder falsch ist, und bitte argumentiert nicht mit mir. Because I've seen this game show get really heated, okay? Ich hab so diese Spielzeiten schon mal gesehen, die werden wirklich temperamentvoll. Okay, team, what would you guys like to choose first? Welche Frage würdet ihr gerne nehmen? The 15 in the middle. Die 15 in der Mitte. 15 in the middle, okay. 15 in the middle. The question Die is, Frage ist, what kinds of things did the prophets have to give up? was mussten die Propheten aufgeben? Name 3. Nennt 3 Dinge. 3 things that the prophets would have to give up. 3 Dinge, die die Propheten aufgeben mussten. Maybe it's a specific prophet or just in general, that's okay. Das kann auch sein, dass ihr einen spezifischen Propheten als Beispiel habt oder was generelles, ist egal. If they don't get it, you'll have a chance to answer after 30 seconds. Und wenn die es nicht schaffen, dann habt ihr 30 Sekunden Zeit zu antworten. You have 1 minute to discuss, by the way. Also ihr habt insgesamt 1 Minute In zum their Diskutieren. lives or when they went into... No, no, never mind. Here it is. You want to know their personal reputation because when they spoke something out, 15 more seconds. and they were scared to go to things very often. So in the roof, what's the roof like? In the reputation. Yeah. Okay, you ready? That's perfect timing. Yeah, so we have Gutes Timing. the first thing is marriage. They couldn't decide who they want to marry, not always, or the wife would die. Also das erste ist die Ehe, die konnten nicht aussuchen, wen sie heiraten. Perfect, yes. The second one is personal comfort, like they had to eat very gross stuff or live in weird places in front of a city for some time. Und das zweite ist persönlicher Komfort. Das heißt, sie mussten manchmal an ungewöhnlichen Orten leben und so. And Awesome. the third one is the personal reputation, because when they said something, most of the time people hated them for that,
and they even were scared to go to the kings or to the people. Yes, Und manchmal ist auch great. die öffentliche Meinung von sich selber, dass sie ihr Gesicht praktisch verloren haben. That's awesome. Those are the exact same 3 I had. And there's more, but those are the 3. Das waren die 3 Dinge, die ich selber auch hatte. Good job. 15 points for your team right there. Woo. All right. Vor allem in the same direction. Maybe you should shut the What would mirror you over guys like to there. choose here? This one here? Okay. Und wir würden gerne da unten diese 15 haben. Now I'll say the same thing to you guys. If they don't get it right, you have 30 seconds to talk and then you get a chance to answer. Also wenn die es in einer Minute nicht geschafft haben, habt ihr 30 Sekunden, das zu beantworten. Okay. I don't know if this was covered. I'm hoping it has been. Ich bin mir nicht sicher, ob das abgedeckt wurde, ich hoffe ja. What is a chiasm? Was ist ein Chiasmus? Because I've been jumping. Are you guys ready? Seid ihr fertig? Perfect. Okay. Super. Explain a chiasm to me. Pretend I don't know. Erklärt mal den Chiasmus, was ist das? So there is a special structure. For example, you have in the beginning a topic and at the end of it you have the same topic. And then this could be the C, then you will have the B, and this will come in the end as well. And then in the middle you have, for example, the A, and this is the core, this is the most. Also vor allem hat man so, sehr gut, man hat zum Beispiel den Bereich die Cs, dann das A und die haben immer das gleiche Thema, das sich wiederholt. Awesome. Good job. That was a really clear description. Super, das war Can eine you gute give them 15 Beschreibung. points on that side? We'll keep it Okay. like on this side. Kannst du 15 Punkte für das Team Okay. auf der Couch geben? Sure. Perfect. Cassie's got it under control. Dass sie hat. That's why I bring her. She's my point taker. Oh, okay. Add something more. Because it's like the X. Say that again. Can you give an illustration It actually? refers to pride because it's like an X. Wow. That was an Well, illustration. that would be a bit of a stretch, but okay. Ja, das könnte so ein bisschen wie ein X, deswegen kann man das als Beispiel sich von hier gucken. Something like Sure. Aber fast. That is a unique way of looking at it. I don't know if the Hebrew people would No, no, sound sure. it, but that's cool. Good. Awesome. You gotta see it in the Ich glaube, die Hebräer hatten das noch nicht angeguckt, weil es gab ja noch keinen Christus da, aber Lorenz hat uns das Awesome. I'm gezeigt. going to chat with Lawrence about that one. Okay. Good. So, next team. Das nächste Team. 15 at the 15 again. Wir Okay. nehmen wieder die 15. Okay. What? This is pretty tricky. Und das ist ziemlich herausfordernd. Maybe. Vielleicht. What did Daniel prophesy that was difficult to understand back then, but for us it's easy to see? Was hat Daniel prophezeit, was damals schwer zu verstehen war, aber für uns einfach? You broke the 4 kingdoms, then the tree that we have to spend in the wilderness, but I think that's... It's a bit tricky. Yeah. Because we can look back in history, you know, we can see it was those 4 empires when they ordered this. Actually, it's originally written. Yeah, that was the first one. And that a strong empire can break down in one night. I guess it is the first word to come to your mind, maybe in that word. I don't know. You got 20 more seconds? Also 20 Sekunden. Yeah. Okay, now first of all, was this covered? This is a pretty tricky. Also ganz am Anfang die Frage, wurde das Wort abgedeckt, was ich gefragt habe? We will answer and then you have to tell if it's right one. So Perfect. we think it's the first, it's a dream of Nebuchadnezzar with the statue and the 4 kingdoms that were about to come. Und wir dachten, das ist der Traum von Nebukadnezar mit der Statue und den 4 Königreichen, die kommen werden. Because we can look back in history and see those 4 kingdoms that overtook one another, Yep. some in one night, but they couldn't see the future. So for them it was just a picture.
Genau, sehr gut. Denn wir können jetzt zurückgucken und können sehen, okay, die Königreiche waren wirklich da und für sie war es einfach nur ein Bild. That's right. So when the four kingdoms and that whole vision, we can understand it now very easily.